Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr euch ein schönes Hochbeet aus Paletten ganz einfach selber bauen könnt. Was es zu beachten gibt und welches Material ihr benötigt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Im letzten Jahr haben wir bereits eine schöne Sitzecke aus Paletten gebaut. Das Video haben wir euch auch noch einmal in der Infobox und unter dem Video verlinkt. In diesem Jahr wollen wir aus ein paar alten Paletten ein Hochbeet bauen und zeigen euch, wie ihr dies ganz einfach nachbauen könnt. Eine Materialliste findet ihr in der Videobeschreibung. Zunächst solltet ihr euch überlegen, wie groß euer Hochbeet werden soll. Wie viel Platz zum Anbau braucht ihr und wie viel Platz habt ihr zur Verfügung. Zudem solltet ihr schauen, wie groß eure Paletten sind. Wir haben uns in diesem Fall für ein paar alte Einwegpaletten entschieden. Falls ihr es mit Europaletten bauen wollt, funktioniert dies aber genauso gut. Wir haben die Paletten kostenfrei auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Bei der Größe solltet ihr bedenken, dass es auch umso mehr zu füllen gibt, je größer das Hochbeet am Ende ist. Das werden wir euch noch im Laufe des Videos zeigen. Wir haben uns für insgesamt 6 Paletten und damit für ein größeres Hochbeet entschieden. Unser Hochbeet wollen wir auf einem Stück Rasen platzieren. Dafür haben wir die Grassode abgetragen. Diese kann man später noch sehr gut für die Füllung gebrauchen. Zur Stabilität werden die Paletten ein Stück eingegraben. Neben einer besseren Stabilität können wir auch so die Arbeitshöhe anpassen. Da unsere Paletten etwas höher als Europaletten sind, graben wir sie etwas tiefer ein. Zunächst haben wir dazu also etwas Erde ausgehoben, um die Paletten gut positionieren zu können. Noch ein kleiner Tipp. Zur längeren Haltbarkeit und für ein rustikales Design könntet ihr die Paletten vorher einmal abflammen oder alternativ auch mit einer Holzschutzlasur bearbeiten. Die Paletten haben wir also zunächst positioniert und halbwegs von der Höhe her angepasst. Dies ist sicherlich einfacher, wenn man das Hochbeet direkt auf einem befestigten Untergrund errichtet. Die Paletten haben wir anschließend mittig mit ein paar alten Brettern verschraubt. Die Ecken haben wir von außen und innen verschraubt. Dreht zur Stabilität lieber eine Schraube mehr als zu wenig herein. Damit die Erde nicht nach außen gelangt und zudem das Holz geschützt wird, befestigen wir von innen eine Noppenfolie im Hochbeet. Sie sorgt dafür, dass einerseits keine Erde an das Holz gelangt und andererseits Luft gut dahinter zirkulieren kann. So hat man länger etwas von seinem Hochbeet. Von einfacher Plane oder Plastikfolie würden wir hier abraten. Die Noppenfolie haben wir mit einem Elektrotacker rundherum befestigt. Alternativ kann man hier sicherlich auch Krampen oder einen Hammer verwenden. Wenn ihr das Hochbeet, wie wir, direkt auf die Erde stellt, empfiehlt sich dem Boden einen Schutz vor Mäusen einzubringen. Wir haben dafür alten Kükendraht genommen. Im Baumarkt oder Internet gibt es auch günstigen Kaninchen- oder Kükendraht zu kaufen. Den Draht haben wir ebenfalls mit dem Elektrotacker befestigt. Da unser Hochbeet doch recht groß ist, haben wir uns entschieden, mittig noch 2 Streben einzubauen. Auch dafür haben wir einfach 2 alte Balken zurechtgesägt und angeschraubt. Mit der Zeit werden diese vermutlich vergammeln. Wenn ihr ein Hochbeet für die Ewigkeit baut, empfiehlt es sich vielleicht, eine Strebe aus Metall zu verwenden. Allerdings solltet ihr dann ohnehin über ein Hochbeet aus Stein nachdenken. Nun geht es ans Befüllen des Hochbeets. Zunächst kommen ein paar grobe Äste und Zweige in das Hochbeet, gefolgt von Hackschnitzeln und Rindenmulch. Alles wird schön festgetreten und verdichtet. Anschließend geben wir die abgestochene Grassode in das Hochbeet mit dem Gras nach unten. Es folgt eine Schicht Buchenlaub und anschließend noch etwas Schafmist aus unserem Schafstall. Das ist natürlich optional. Solltet ihr selber einen Kompost haben, solltet ihr auch davon etwas in das Hochbeet geben. Gerne samt Regenwürmern. Anschließend haben wir noch Feinkompost besorgt und in das Hochbeet gefüllt. Auch etwas von der ausgehobenen Muttererde haben wir noch mit in das Hochbeet gefüllt. Falls ihr Mutterboden aus dem Garten mit dem Feinkompost mischen wollt, achtet darauf, dass sich keine Unkrautsamen in der Erde befinden. Ganz nach oben kommt noch eine Schicht Hochbeeterde, wo das eigentliche Obst und Gemüse dann angepflanzt wird. Hier haben wir uns für die Compo Bio Hochbeet und Gewächshauserde entschieden.
Diese bekommt ihr im Gartencenter oder aber online. Mit der Erde haben wir in den letzten Jahren bei Tomaten, Salat, Radieschen und Gurken gute Erfahrungen gemacht. Nun ist es wichtig, dass Hochbeet noch ordentlich angegossen wird. Verteilt ruhig 5 bis 10 Gießkannen auf dem Hochbeet. Falls es natürlich in den nächsten Tagen ohnehin regnen soll, könnt ihr auch darauf warten. Das Hochbeet wird in den kommenden Tagen vermutlich noch etwas absacken. Oben auf die Paletten schrauben wir nun noch passende Bretter, die wir zufällig vom letzten Zaunbau übrig hatten. Hier könnt ihr auch einfach ein paar passende Bretter aus dem Baumarkt holen oder aber eine weitere Palette zerlegen. Nun ist das Hochbeet im Prinzip pflanzbereit. Wir warten nur noch eine Woche, um zu schauen, ob es noch etwas absackt. Dann wird gepflanzt. Was wir so Schönes in unserem Hochbeet pflanzen, werdet ihr in den nächsten Videos hier auf unserem Kanal sehen. Die komplette Materialliste zum Bau des Hochbeets findet ihr in der Videobeschreibung. Habt ihr auch schon ein Hochbeet aus Paletten gebaut? Habt ihr einen coolen Tipp? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.